Lernen Sie die erste weibliche Spionin der Welt kennen. Bekannt unter vielen verschiedenen Namen, in vielen verschiedenen Verkleidungen und Rollen, ohne dass ein einziges Foto von ihr existiert, abgesehen von einem Ölgemälde und mit nur wenigen bekannten Informationen über sie, lernen Sie Kate Warner kennen. Pinkerton. Alan Pinkerton wurde am 25. August 1819 in Schottland geboren und zog 1842 in die Vereinigten Staaten. Bevor er in die USA zog, arbeitete er als Fassmacher. Ja, wie das Fass, das wir kennen. Doch schon bald entschied er, ein eigenes Geschäft zu gründen und zog mit seiner Familie in das kleine Städtchen Dundee, etwa 65 Kilometer nordwestlich von Chicago. Alan, der immer sparsam war, dachte, dass es für seine Familie vorteilhafter wäre, wenn er das Material für die Fassherstellung selbst produzierte, anstatt es von außen zu kaufen. Er fand eine kleine, abgelegene Insel aus dem Mittelalter und begann, das Holz dort zu fällen, um das benötigte Material zu gewinnen. Doch als er auf der Insel ankam, entdeckte er Hinweise darauf, dass hier bereits jemand oder mehrere gewesen waren. Er hatte gehört, dass in der Gegend Fälscher tätig waren, und er begann, nach Spuren zu suchen. Schließlich fand er Hinweise, dass dort möglicherweise eine Gruppe von Fälschern Unterschlupf genommen hatte. Also informierte er den örtlichen Sheriff über seine Entdeckungen und die Beweise, die er gesammelt hatte. Es gelang ihm, die Aufmerksamkeit des Sheriffs zu gewinnen, und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Insel. Kurz darauf wurde die Gruppe der Fälscher festgenommen. Alan hatte mit seinen Nachforschungen und der Entdeckung der Beweise den Fall gelöst. Dieser Vorfall spielte eine wichtige Rolle in seiner späteren Karriere und führte dazu, dass er zum Stellvertreter des Sheriffs von Kane County ernannt wurde. So wurde er 1850 der erste Detektiv der Polizei von Chicago. Dies war ein schneller Einstieg. Noch im selben Jahr gründeten er und der Anwalt Edward Rocker das Northwestern Police Department. Übrigens hatte Alans Bruder Robert bereits 1843 die Pinkerton Coates gegründet, noch bevor Alan als Polizist tätig war. Diese Firma war zunächst eher auf Sicherheitsdienste ausgerichtet. Die Geschichte der Familie Pinkerton ist ein eigenes Thema, das wir in einem anderen Video behandeln werden. Kommen wir nun zurück zum Jahr 1850 und Alan, der die Polizeiarbeit aufgab, um in das Geschäft seines Bruders einzutreten. Die beiden änderten den Firmennamen in Pinkerton National Detective Agency. Jetzt ging es nicht mehr nur um Sicherheitsdienste, sondern zunehmend auch um die Rekrutierung von Agenten und Spionen. Und das alles geschah bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Alan kümmerte sich mehr um die Geschäftsführung, während Robert direkt im Außendienst arbeitete. Ihr System war bereits sehr strukturiert und eher unternehmerisch ausgerichtet. Jetzt war es an der Zeit, dass unsere Hauptfigur die Bühne betrat. Eine Witwe. An einem heißen Sommertag im Jahr 1856, während Alan Pinkerton an seinem Schreibtisch arbeitete, hob er seinen Kopf und begrüßte die junge Frau, die vor seinem Tisch stand. Er hatte keine Ahnung, warum sie dort war, und dachte zunächst, sie sei versehentlich gekommen oder von jemandem falsch geschickt worden. »Ich denke, Sie haben die Stellenanzeige von Bromus missverstanden. Wir suchen hier keine Sekretärin«, sagte er. Doch die Antwort der Frau überraschte ihn sehr. Sie erklärte, dass sie nicht für eine Sekretärinnenstelle, sondern auf die Detektivstelle gekommen sei, die sie in einer lokalen Zeitung in Chicago gesehen hatte. Das war damals etwas sehr Ungewöhnliches, denn eine Frau als Detektivin, das war zu dieser Zeit noch nie gehört worden. Alan war überrascht. Die Frau stellte sich als Kate Warner vor. Sie war eine 23-jährige Witwe. Ihre Bewegungen waren sehr elegant, sie hatte eine bemerkenswerte Kontrolle über sich selbst und strahlte Selbstbewusstsein aus. Alan bemerkte, dass ihr Gesicht zwar nicht übermäßig schön war, aber sie hatte auf jeden Fall eine sehr intellektuelle Ausstrahlung. Ihre Augen waren von einem tiefen Blau und voller Entschlossenheit. Ihr Gesicht vermittelte ein Gefühl von Vertrauenswürdigkeit und Offenheit, was es für jemanden, der Trost suchte, besonders ansprechend machte. Ihre Ausstrahlung war genau die Art von Gesicht, nach dem man sich sehnt, wenn man eine Schulter zum Ausweinen sucht. Zudem hatte sie eine sehr entschlossene und dominante Energie, die zu der damaligen Zeit für eine Frau eher unüblich war. Kate bat Alan, sie nicht zu schnell abzuweisen und ihr zuzuhören. Sie sagte, dass Frauen viele Informationen erhalten könnten, die für männliche Detektive unerreichbar wären.
Sie sei überzeugt, dass niemand eine Frau als Spionin verdächtigen würde. Frauen konnten mit den Ehefrauen und Freundinnen von Zielpersonen befreundet sein und gelangten so an Informationen. Auch konnte sie, wenn es notwendig war, mit unvorsichtigen, prahlenden Männern in der Nähe von Frauen Laus